Reisen kann teuer sein, muss es aber nicht. In Deutschland gibt es viele coole Angebote. Oft musst du nur ein ganz kleines Detail wissen. Ich zeige dir 3 Möglichkeiten, mit denen du für wenig Geld von A nach B kommst. Los geht's! BlaBlaCar. Mit BlaBlaCar kannst du auf deinem Smartphone Mitfahrgelegenheiten finden. Das bedeutet, wenn du in Berlin wohnst und einen Trip nach München machen willst, dann kannst du dich auf BlaBlaCar anmelden. Dann kannst du angeben, ich möchte von Berlin nach München reisen. Außerdem kannst du den Tag deiner Reise angeben und wie viele Personen mit dir mitkommen. Bist du allein, ist es nur eine Person. Dann werden dir die Fahrer angezeigt, die an diesem Tag von Berlin nach München fahren. Die Fahrer bestimmen immer den Preis. Viele Fahrer verlangen aber nicht viel Geld. Verhandeln solltest du also nicht. Wenn du jemanden gefunden hast, der dich mitnimmt, dann könnt ihr zusammen von Berlin nach München fahren. Oft sitzen in dem Auto auch noch andere Personen. Mein Tipp: sei pünktlich. Das ist sehr wichtig in Deutschland. Viele sagen, Zeit ist Geld. Das bedeutet, dass die Zeit wertvoll ist und deswegen auch genutzt werden sollte. Deswegen nochmal, sei pünktlich. Bei BlaBlaCar siehst du auch, ob der Fahrer gern redet oder nicht. Nicht alle wollen reden. Bei ihnen steht dann oft nur bla statt bla bla bla. Bla bedeutet, dass jemand nicht so gerne redet. Bla bla bedeutet, dass jemand gerne redet, wenn es passt. Bla 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 bedeutet, dass jemand sehr gerne sehr viel redet. Flixbus. Eine andere tolle Möglichkeit ist der Flixbus. Auch der Flixbus hat eine App. Dort kannst du dich anmelden. Dann gibst du ein, wann du wohin möchtest. Dann zeigt dir die Flixbus-App alle Fahrten an diesem Tag an. Die Preise sind ganz unterschiedlich. In diesem Fall kann die Fahrt von Berlin nach München zwischen 30 und 65 Euro kosten. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Es gibt auch Nachtbusse. Das sind Busse, die in der Nacht fahren. Auch hier gilt, sei mindestens 15 Minuten vorher da. Der Flixbus fährt oft an Bahnhöfen ab. Es gibt auch Flixtrain. Das ist der Zug von Flixbus. Das solltest du wissen. Denn manchmal fährst du eine Strecke erst mit dem Flixtrain und dann mit dem Flixbus. In der App wird dir dann angezeigt, wenn du vom Flixtrain auf den Flixbus umsteigen musst. Deutsche Bahn, super Sparpreis. Wenn man in Deutschland Zug fährt, dann meistens mit der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn kann aber manchmal sehr teuer sein. Manchmal gibt es aber auch sehr billige Zugtickets. Ich zeige dir, wie. Zuerst gibst du wieder an, wann du wohin möchtest. Dann gibst du dein Alter an und ob du eine Bahncard hast. Mit einer Bahncard bekommst du Rabatt. Eine Bahncard kostet aber Geld. Überlege dir also vorher, ob sich eine Bahncard langfristig für dich lohnt. Klicke dann auf Suchen. Jetzt werden dir oft hohe Preise angezeigt. Klicke dann auf Unsere Bestpreise anzeigen. Jetzt siehst du, um wie viel Uhr die Reise am billigsten ist. In diesem Fall wäre das in der Nacht zwischen 19 und 24 Uhr. Dann kostet die Fahrt nur 34,90 Euro statt 145,80 Euro am Vormittag. Damit hast du fast 100 Euro gespart. Allerdings musst du einmal umsteigen. Das kann ein Risiko sein, wenn sich der erste Zug ein bisschen verspätet. Fallen dir noch andere Ideen ein? Schreib sie gerne in die Kommentare und teile deine Erfahrung mit den anderen. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!